Hallo zusammen, wir sind heute im Neckartal in der Nähe von Rottweil. Unsere heutige Wanderung führt uns zu 2 Burgruinen und durch ein Naturschutzgebiet. Wir starten am Parkplatz beim Hofgut Neckarburg. Der zuerst noch asphaltierte Weg führt uns über eine Brücke und bald sehen wir, da die kältere Jahreszeit so manches Versteck preisgibt, schon unser erstes Etappenziel auf dem Hügel. Die erste Ruhebank wird uns angeboten. Doch wir sind noch nicht einmal warm gelaufen und ziehen deshalb weiter. Alsbald führt ein Pfad bergauf durch den Wald und manchmal zeigt sich der eine oder andere Felsen. Es eröffnet sich ein schöner Ausblick über das Tal. Nach kurzer Zeit sind wir bereits da. Wir sind hier am ersten Etappenziel unserer Wanderung. Das ist die Neckarburg. Eine der ältesten Burgen Deutschlands stand hier. Diese Überreste hinter mir sind vom Renaissance-Schloss, welches im 16. Jahrhundert erbaut wurde. Nun erkunden wir die Ruinen des Schlosses, welche übrigens 1984 das letzte Mal restauriert wurden. Es ist viel mehr vorhanden, als wir gedacht hatten. Doch auch Spuren der ursprünglichen Burganlage entdecken wir. Im Sommer hätten wir diese wohl übersehen. Auch die Aussicht von hier oben kann sich sehen lassen. Mehr über die spannende Geschichte des Ortes erfahrt ihr in unserem Video über die Neckarburg. Nun ist es Zeit weiterzuziehen. Wir haben noch einiges vor. Jetzt heißt es wieder runter. Es geht immer weiter talwärts und bald sind wir an einer Brücke, welche über den hier noch ganz schmalen Neckar führt. Nun wandeln wir über einen schmalen Naturweg. Auch hier fällt unser Blick aufgrund der noch kahlen Bäume des Öfteren auf die von Felsen und Gesteinsbrocken durchsetzten Hänge. Das Jahr ist zwar noch jung, doch bereits sind die ersten Schmetterlinge unterwegs. Auch andere Vorboten des Frühlings sind schon zu entdecken. Wir laufen in Richtung Schloss Hohenstein. Bald erblicken wir einen Eisenbahntunnel. Gleich neben diesem führt unser Weg hoch. Im Frühling ohne die Beschilderung leicht zu übersehen. Wir laufen weiter durch die noch karge, doch trotzdem wunderschöne Landschaft. Bald schon ist eine weitere Burgruine in Sicht. Unser zweites Etappenziel ist etwas für die Wagemutigen und Abenteurer unter euch. Denn es gibt keinen befestigten Wanderweg hierhin. Man muss durchs Dickicht. Und deshalb empfehle ich euch, geht dann, wenn die Vegetation noch schläft oder wenn die Blätter bereits gefallen sind. Dann ist die richtige Zeit für diesen Ort, die Burg Hohenstein oder Alt-Hohenstein. Wir haben es hier ebenfalls mit einer sehr alten Anlage zu tun. Erstmals wird sie im Jahr 1100 erwähnt. Doch vermutlich stand sie zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile. Jetzt im Frühjahr kann man, wenn man die Beschaffenheit des Burghügels betrachtet, ziemlich genau sehen, welche Ausmaße Hohenstein hatte. Auch hier suchen wir intensiv nach noch sichtbaren Überresten und werden immer wieder fündig. Wir lieben solche Orte. Sie regen den Entdeckerinstinkt an. Im Video über die Ruine erfahrt ihr noch weitere Details zur Burggeschichte. Bevor wir weitergehen, noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr hierher kommt,
bitte achtsam sein, denn es besteht durchaus Absturzgefahr. So, und nun geht's weiter. Im letzten Abschnitt unserer kleinen Wanderung streifen wir noch die Vorboten von Schloss Hohenstein, welches in den 1920er Jahren erbaut wurde. Dieses ist privat. Auch die eine oder andere Bank mit Aussicht kreuzt unseren Weg. Nun betreten wir wieder das Naturschutzgebiet und laufen auf Waldpfaden. Bald schon ist das Hofgut Neckarburg in Sicht und kurze Zeit später queren wir den Neckar ein zweites Mal. Von da sind es nur noch wenige 100 Meter zum Ausgangspunkt. Das war eine kurze, interessante Wanderung fürs Einwärmen im frühen Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Route, falls ihr sie nachwandern wollt, findet ihr in der Beschreibung. Es ist ein Link zu Komoot. Dann freue ich mich über eure Kommentare. Bitte hier unten eintragen und ja, wir sehen uns sowieso im nächsten Video. Bis dann!